Heute geht es mal nicht um eine Orchidee, aber dennoch um eine meiner absoluten Plants of Desire, seit ich die in Nordthailand auf Orchideensuche zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe die jetzt vor einigen Wochen in einer Gärtnerei tatsächlich gefunden und habe 2 kleine Teilstücke von ihr bekommen. Und die hat jetzt so ein bisschen in meinem Grow-Tent verweilt und auf weitere Verwendung gewartet. Und ich will sie jetzt mal aufbinden. Und dabei nehme ich euch einfach mal mit. Es geht heute um Dischidia major. Hi, ich bin Yves von Fun with Orchids und ich habe offensichtlich nicht nur ein Ding mit Orchideen am Laufen, sondern auch mit anderen Pflanzen, so viel zur Beichte. Und als ich im letzten Jahr in Nordthailand war und Orchideen gesucht habe, so als totaler Anfänger, das ist nochmal ein anderes Kapitel, über das wir auch gerne mal reden können, da bin ich immer wieder auf eine Pflanze gestoßen, die sich dann als Dischidia major herausgestellt hat. Und ich war wirklich schon bei der ersten Begegnung vom Erscheinungsbild wirklich fasziniert. Also die fällt tatsächlich trotz der Reizüberflutung in der Natur, ich habe euch mal Bilder eingeblendet, recht leicht ins Auge. Und die hat diese merkwürdigen, modifizierten Blätter, die so ein bisschen, ja, also die augenscheinlich grün sind, geschlossen, innen hohl. Sie sind wirklich total fest. Wenn man da so gegenklopft, fühlt sich das hohl an. Also fast als wären die aus irgendeinem billigen Plastik. Das ist super weird. Und die wird auch manchmal malaiische Urnenrebe genannt. Also das passt von der Form und von der Charakteristik tatsächlich auch ganz gut. Und das ist eine sogenannte myrmekophile Pflanze. Und die lockt unter anderem durch diese Hohlräume, die sie bildet, die werden auch Domatien genannt, Ameisen an. Und ein weiteres Lockmittel können sogenannte extraflorale Nektarien sein, die die Pflanze auch bildet. Das sind kleine Ausscheidungen von so einem zuckerhaltigen, klebrigen Saft. Und das lockt dann natürlich auch Bestäuber, aber eben auch die Ameisen, die ja da einziehen sollen, an. Und diese Nektarien habt ihr vielleicht auch schon mal an euren Pflanzen beobachtet. Und solche klebrigen Stellen müssen eben auch nicht immer Anzeichen für Schädlinge sein. Die Ameisen nisten dann in diesen Hohlräumen und bieten ja so einen gewissen Schutz wahrscheinlich vor anderen Schädlingen. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die Ameisen vielleicht auch absichtliche oder unabsichtliche Bestäuber dieser Pflanze sein können. Und der Blüte. Und die Blüte erinnert auch so ein bisschen an die einer Hoya. Vielleicht mögt ihr es mal googeln, also man findet im Netz auf jeden Fall einige Bilder dazu. Die Epiphyten sind sehr weit verbreitet, von Ostasien bis hin nach Queensland. Und sie kommen vorrangig so in mittleren Höhenlagen um die 1000 Meter vor. Das entspricht auch so ein bisschen meinen Funderfahrungen in der Natur. Die wachsen eher temperiert bis warm und können eben auch so kultiviert werden. Deswegen glaube ich auch, dass es denen in meinem recht warmen Grow-Tent unter hoher Luftfeuchtigkeit ganz gut gefällt. Man findet über die Kultur der Pflanze nicht ganz so viel Konkretes im Netz und man findet sie insgesamt aber auch eben selten im Handel. Und deswegen bleibt mir auch nichts anderes übrig, als so ein bisschen von meinen Eindrücken vom Habitat und dem Habitus der Pflanze auf die Kultur zu schließen. So kann man es eben auch machen, wenn man keine Anleitung im Netz findet. Ich habe die Pflanzen unter anderem auf Flügelfruchtbäumen, so heißen sie, auf einem Canyon bei Pai gefunden. Und das ist eine sehr zerklüftete Landschaft. Und dort hingen diese Domatien dann häufig auch so kopfüber. Ich habe auch nur diese eine Blattform gesehen, also nicht die andere Blattform, die eben auch ausbilden. Und die Rinde dieser Bäume ist sehr zerklüftet. Und zum Teil werden die Pflanzen nur ganz leidlich schattiert durch das Blattwerk dieser Bäume. Das ist zwar
Das sind zwar relativ große Blätter, aber in der Regel nicht ganz so viele und manchmal auch so knorrige Seitenäste, wo darüber die Blätter schon gar nicht oder die Äste gar nicht mehr aktiv sind und alle Blätter abgestorben sind. So, aber ich will gar nicht so viel über die Pflanze erzählen, weil so viel Ahnung habe ich ja noch gar nicht von ihr. Aber wir wollen uns jetzt mal angucken, wie ich die aufbinde und ich weiß es selber noch nicht so ganz. Wir wechseln dann mal die Perspektive und ihr begleitet mich dabei. So, ja, da sind die beiden Teilstücke und ihr seht schon auf den ersten Blick, das sind nicht die Blätter, die ihr von den Bildern erwartet hättet. Und ich habe auch beim Auspacken zum ersten Mal dann einen Schreck gekriegt und dachte, habe ich etwa die falsche Pflanze bestellt oder bekommen? Aber das ist tatsächlich nicht so. Die bilden zwei verschiedene Blattformen aus und das sind die in Anführungsstrichen normalen Blätter und diese aufgeblasenen Blätter sind eine andere Entwicklungsstufe dieses Blattes. Also ich glaube, so kann man das sagen. Korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, ob das eine Entwicklungsstufe ist. Ich konnte, wie gesagt, nicht ganz so viel über diese Pflanze finden. Ihr seht schon, das eine Teilstück ist ganz schön lang und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber es gibt tatsächlich die ein oder andere frische Wurzel. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu klein für die Kamera, die stellt dann nicht mehr so richtig scharf. Aber die Wurzeln hier sind zum Teil schon frisch bei mir gewachsen. Ich hatte die erstmal so lose im Grow Tent hängen, damit die einfach so ein bisschen versorgt ist und habe die fleißig angesprüht und will die jetzt aber dann doch mal vernünftig aufbinden. Und fürs Aufbinden habe ich mir überlegt, gerne diesen Korkast nutzen zu wollen. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Korkast, der innen drin auch hohl ist. Und praktischerweise hier schon so ein Loch, da kann ich dann einfach einen Haken reinmachen, einen Draht durchziehen. Das heißt, für mich auch, das wäre die Vorderseite, die ich gerne nutzen würde. Und ich würde die aber tatsächlich so ein bisschen hier auch einpflanzen und mit ein bisschen Sphagnummoos hier für zusätzliche Feuchtigkeit sorgen, in der Hoffnung, dass sie da auch so ein bisschen reinwurzelt und sich da ganz wohl fühlt. Ich würde jetzt einfach mal schauen, dass ich ein bisschen feuchtes Sphagnum nehme. Ich habe das schon mal hier eingeweicht. Das ist recht langfaseriges, eigentlich ganz gutes Sphagnum. Jetzt bei dieser Lieferung relativ viele fiese kleine Äste da drin. Ich würde einfach schon mal ein bisschen was hier ganz locker nur so reinstecken, also dass das nicht anfängt zu faulen oder so, sondern das soll nur so ein bisschen Feuchtigkeit da drin halten. Und zum Aufbinden nutze ich ganz gerne, ich habe mir alles nicht gut zurechtgelegt. Ich übe noch. So eine merkwürdige Perspektive jetzt. Nutze ich ganz gerne dieses spezielle Gummiband. Ihr seht, das ist ganz, ganz flexibel. Das gibt es in dieser und in einer dunkleren Farbe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das noch so im Handel verfügbar ist. Ich habe da noch diese und eine andere Rolle von und das muss jetzt ewig reichen. Ihr könnt aber natürlich zum Aufbinden auch Angelsehnen nehmen. Manche nehmen auch ganz normale Gummibänder. Ein heißer Tipp kann tatsächlich auch sein, so alte Nylonstrumpfhosen in feine Streifen zu schneiden. Die halten auch ganz gut und schneiden vor allen Dingen auch der Pflanze nicht ins Pflanzengewebe. Das ist letztlich wichtig. So, und jetzt schauen wir mal, womit wir anfangen. Ich würde, glaube ich, erstmal dieses kleinere Stück versuchen zu bewältigen. Und hier seht ihr schon, ist so ein bisschen eine Verdickung. Hier wurde geschnitten. Da sind noch gar keine Wurzeln, hier aber schon. Ich würde die mal mit der Seite hier oben ransetzen, so ein bisschen. Und die vielleicht erstmal mit dem ersten kleinen Stückchen so fixieren. So. Das wird jetzt ein bisschen ein Gefrickel. Nehmt es mir nicht übel, wenn jetzt hier zwischendurch das Bild unscharf wird.
nicht zu nah an die Kamera rankomme. Ich mache das jetzt erstmal so ganz grob, damit es überhaupt irgendwie hält. So. Und jetzt würde ich gerne das so ein bisschen hier oben mit Moos in Berührung kommen lassen. Und so die Pflanze ansonsten ungefähr so aufbinden gleich. Ich versuche nur eine Seite mit Pflanzenmaterial erstmal voll zu machen. Dann kann ich sie noch an die Wand hängen für den Anfang. So, und hier haben wir auch so ein Ende, das irgendwie wie ein Ende aussieht. Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass ich mir das einbilde, dass das totaler Schwachsinn ist. Das ist einfach irgendwie rausgeschnitten aus der Pflanze. Und das würde ich hier einfach mal so ganz locker reinsetzen. Auch noch mal ein bisschen Sphagnum hier dran. So. Und das würde dann hier so lang wurzeln. So, ich mache noch mal ein Stück Sicherungsfaden. So. Gut, dass die Pflanze recht robust ist. Normalerweise habe ich das, woran ich aufbinden möchte, immer hängen. Dann kommt man nämlich besser von allen Seiten dran. Das kann ich jetzt nicht so gut machen, weil ich euch dann nicht so gut mitnehmen kann beim Filmen. So, das ist jetzt wie gesagt erstmal nur ganz locker. Und ich würde mir jetzt überlegen, dass ich das hier vielleicht so ein bisschen an der Seite entlang führe. So in der Richtung. So oder so ähnlich. Und vielleicht dieses Ende hier so rumschlage. Also so sieht es ja schon ganz ordentlich aus. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Also ich habe auch leider überhaupt keine Ahnung, wo jetzt da wie was weiter wächst. Ja, also kann man jetzt nur hoffen, dass das kein ganz blöder Ansatz ist. Ich werde euch, wie gesagt, auf dem Laufenden halten. Vielleicht auch nur in Shorts hier bei YouTube und ansonsten natürlich auch bei Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Da heiße ich auch Fun with Orchids. Also nutzt auch gerne Instagram als Infoquelle. Jetzt fliegt da hier schon eine Hälfte wieder rum. Also das ist auf jeden Fall hier nicht mein Aufbindeglanzstück. Ich kann das eigentlich besser. So, aber sobald eine Kamera mitläuft, ist das auch schon was völlig anderes. Das merke ich auch beim Aufnehmen der Videos. Ich bin eigentlich ganz gut da drin, frei zu sprechen, vor allen Dingen, wenn ich weiß, worüber ich rede und ein bisschen vorbereitet bin. Aber also sobald man eine Kamera anmacht, kriege ich gleich nervöses Flattern. Naja, man gewöhnt sich ja vielleicht dran. So, ihr wollt aber nicht meinen Struggle mit YouTube hören, sondern wollt sehen, wie ich das hier aufgebunden kriege. Ich werde da gleich tatsächlich noch ein bisschen so als feuchtigkeitshaltende Maßnahme überall so ein bisschen Sphagnum drunter packen und das so ein bisschen unterfüttern, in der Hoffnung, dass das dann auch besser anwurzelt, weil ich wünsche mir ja, dass ich irgendwann diese Fäden dieser Schnur auch einfach entfernen kann. Weil die Pflanze einfach aufgewurzelt ist. Das ist ja das Ziel, dass sie den Weg zum Korkast findet. So, jetzt habe ich hier schon so viel Gebamsel dran, auch so viel übrig gelassen. Gut, dass die teure Schere auch nicht mehr scharf ist. So sollte es sein. Ich habe hier noch eine andere aus einem schwedischen Möbelhaus. Keine Werbung. Die ist schärfer als die teure japanische Bonsai-Schere.
aber die hätte ich auch vielleicht pfleglicher behandeln müssen. So. Aber dann sind hier schon mal nicht mehr so ganz viele Bamseln, in denen ich mich verheddern kann. So, also man könnte jetzt sagen, kein Glanzstück, keine Meisterleistung, Eve, aber so verkehrt jetzt auch nicht. Und ich würde jetzt noch mal gucken, dass ich an so ein paar Stellen so ein bisschen für Moospolster sorge. Dass man das so ein bisschen hier drunter schiebt. Ich möchte nicht, dass die so dauerfeucht ist, aber da die Vitrine sehr warm ist, also da sind bis 29 Grad im oberen Bereich und ich würde die relativ hoch hängen tatsächlich, weil ich die ja am Standort auch sehr häufig in ziemlich direkter Sonne gesehen habe. Also die hatte da wenig Schattierung und einen Sonnenbrand bekommt sie von der Lampe auf jeden Fall so schnell nicht. So kräftig ist die auch nicht. Das ist zwar schon so ein ordentlicher Brecher, der ganz schön Hitze auch erzeugt, aber einfach von der Qualität nicht so wahnsinnig gut. Ja, so einfach mal so ein bisschen Moos so dazwischen zu drapieren und binde das dann gleich fest. Ich hoffe, die Rechnung geht auf. Könnte man doch nur die Zeit vorspulen. Würde mich sehr interessieren, wie die Pflanze in einem Jahr aussieht. So. Hier stopfen wir auch noch ein bisschen was drunter. Es geht ja nur darum, dass sie nicht nur angewiesen ist auf das Wasser, was ich drauf sprühe. So, und dann, dass auch noch ein bisschen was an Feuchtigkeit hält. Der Hoffnung, sie macht fleißig Wurzeln. So. Ja, hier kommt noch ein bisschen was hin. Nicht so sehr auf die Blätter. Ich will nicht, dass die hinterher faulen. Hier ist ein Blatt so völlig versteckt. Das gefällt mir auch noch nicht. Das schiebe ich mal hier drunter. So. Ich finde es schon ganz in Ordnung so, tatsächlich. Also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich fange hier oben an, fixiere das einmal. Und dann gehe ich einmal mit dem Faden zum Sichern des Mooses hier drüber noch. Sehr viel Faden zum Einsatz gekommen. So. 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 Und letzte Runde. So. Und jetzt gehe ich nochmal wieder zurück, weil dann kann ich nämlich den Anfang von gerade nutzen, um das wieder festzubinden. Na. So. Ah, so. Jetzt haben wir es gleich. So. So. Fertig ist das Aufbinden der Dischidia Major. Ich finde, es ist ganz gut gelungen, dafür, dass es keine Orchidee ist, ich mich mit der Pflanze nicht auskenne, nicht weiß, ob sie das so mögen wird, ist das, glaube ich, erstmal ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Was meint ihr? Schreibt es gerne auch nochmal in die Kommentare. Ja, und jetzt putze ich hier ein bisschen, ne? So, ich hoffe, euch hat der Ausflug in eine andere Pflanzenfamilie gefallen.
Kommt jetzt versprochen nicht ständig vor, aber das drängte sich halt wirklich gerade auf und ich hatte einfach Lust, euch mitzunehmen. Ich werde auch beim Berichten, wie die sich so macht, ob die Entscheidungen, was das Aufbinden angeht und den Kulturraum geht, sich bewährt haben. Falls ihr Erfahrungen mit Dischidia Major habt und ihr sagt, boah, er hat jetzt wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich und lasst uns da austauschen, wenn ihr andere oder ergänzende Erfahrungen mitteilen könnt. Weitere Videos von mir kommen ja immer sonntags, also abonniert gerne und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, have fun with orchids.